2019 sind wir in die Türkei ausgewandert. Das habe ich euch ja schon in den letzten Videos erzählt. Die ersten Wochen, Monate habe ich euch auch schon im vorigen Video erzählt. Jetzt waren wir halt endlich angekommen. Die ersten Monate sind schon vergangen. Wir haben uns so langsam eingelebt. Aus Urlaub wurde Alltag, aus Alltag wurde aber wieder Urlaub und wieder Alltag. Also es war eigentlich, da es uns finanziell ein bisschen besser ging, war es eigentlich halt so eine Mischung aus Leben und Urlaub, um ehrlich zu sein. Die Anfangszeit haben wir uns halt viele Sachen gegönnt. Da wir ein Haus gekauft hatten, haben wir ein paar Sanierungen an dem Haus gemacht. Halt, was weiß ich, 'n neuen Weg gemacht, 'n Carport bauen lassen. Ich habe dann, mein neues Hobby gefunden. So, ich habe dann ein bisschen mit Holz rumgemacht, halt Schreinern, Tischlern, wie man es nennen will. Habe dann auch gemerkt, dass ich einen Finger dafür hatte. Habe mich dann auch in der Schiene ein bisschen selbstständig gemacht. Jetzt halt nicht so, äh, dass ich mir eine Fabrik oder sowas kaufe. Das war eher, ich habe mir in unserem Garten in der Ecke habe ich mir ein kleines Atelier gebaut und habe halt so Kleinigkeiten gemacht. Ich habe, glaube ich, anfangs mit Kinderspielzeug und so angefangen. War eigentlich nicht schlecht, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, dann kam das Thema, was die ganze Welt, beeinflusst hat. Corona kam dann irgendwann. Wir waren viel daheim. Was soll ich zu Corona sagen? Also, Corona hatte alle Menschen mitgenommen. Wir konnten alle nicht viel machen, viel, Zeit zu Hause verbracht mit meiner Tochter, Hobbys nachgegangen. Ich glaube, wir haben uns Netflix einmal komplett durchgeschaut. Wie gesagt, wir waren halt viel daheim. Wir hatten halt Ablenkung. Wir hatten halt das Glück, dass wir ein großes Haus hatten. Ich hatte mein Atelier, wir hatten ein paar Obstbäumchen, wir hatten einen Gemüsegarten und so. Also, da konnten wir, uns war nicht langweilig, sagen wir es mal so. Äh, Was noch? Ihr wisst ja, ich mache ja One Cut, ich schaue mir nur mal die Notizen mal an. So ein paar Kleinigkeiten, die ich euch zur Türkei erzählen kann. Ja, was macht man am Anfang? Man tut halt die, Gegend erkunden, man findet sein Lieblingsrestaurant, man findet den Hotspot, wo man hingeht, wenn man ans Meer will und so. Also, man wird so langsam einheimisch, aber ich sage es euch mal so, das letzte Mal, also, wo wir von der Türkei weg sind, weil wir sind ja, Türkei, USA, Türkei, Deutschland. Das letzte Mal, wo wir Türkei waren, obwohl wir die Leute alle kannten und so, wir waren immer noch die Almancı, also wir waren immer noch die Deutschen sozusagen. Hier sind wir die Ausländer und in Deutschland sind wir die Deutschen. Ja, kurz dazu, genau. Dann haben wir uns halt, wie gesagt, wir waren essen, wir waren viel unterwegs. Ich habe mir dann zur Gaudi habe ich mir noch 'n Quad gekauft. Mit dem hatte ich dann ja, 'n Unfall. Das ist dann so einer der Momente, wo man überlegt: „Warum bin ich in der Türkei?“ Also, wie gesagt, das Leben in der Türkei ist Hammer, aber es gibt dann so Momente, wo du denkst so: „Boah, das wäre jetzt aber in Deutschland anders gelaufen.“ Und nicht nur das, da wir in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, du merkst ja erst in der Türkei, wie deutsch du eigentlich schon bist. Du bist penibel, du passt auf ein paar Sachen auf. Dieser Perfektionist kommt aus dir raus, aber in der Türkei ist es nichts Gutes. Also, zum Unfall. Ich hatte halt 'n Quad gekauft und ich bin halt einfach geradeaus gefahren und 'n Auto hat mir die Vorfahrt genommen und ich bin in das Auto reingefahren. Die Gegenseite hatte Schuld und ich bin so, ich glaube, locker 10 Meter geflogen. Dann liegst du da und wartest auf 'n Krankenwagen. Der Krankenwagen hat 45 Minuten gebraucht, um zu kommen. Das war schon so das Erste, wo du dachtest so: „Boah, also, innere Blutungen wären jetzt nicht gesund, wenn man 45 Minuten wartet.“ Aber das Schlimme kam ja danach. Ich habe dann noch mal eine Stunde auf der Intensiv, also, bei der Notaufnahme gewartet und das war dann so krass. Ich kann mich so gut erinnern, da war ich so wütend. Ich habe eine Stunde in der Notaufnahme gewartet. Dann sind irgendwann ein paar Leute gekommen, die wollten mich dann halt mitnehmen ins MRT und sowas. Und ich war halt schon richtig erschöpft, weil die ganze Zeit und ich hatte Wunden an meiner Seite und, ich hatte auch so 'n
komisches Gefühl auf der Brust und so. Dann sind die Leute gekommen, die mich halt ins MET fahren und ich habe halt meine Augen zugemacht, weil ich halt erschöpft war und der Typ dachte, ich schlafe. Und da war dann die Aussage von dem Typen: „Ich war gerade auf Pause, hättet ihr nicht noch warten können?“ Ich habe dann Wörter gebraucht, die ich jetzt hier im Internet nicht sagen werde. Das war so eine der Geschichten, die mich negativ an der Türkei jetzt, persönlich, das waren so negative Erfahrungen. Und das Zweite war, ich war mit den Kids in der Früh unterwegs zum Kindergarten und mich hat 'n Auto geschnitten. Also, das war so, in Urla gibt's so 'n Kreisverkehr am Krankenhaus, das ist so berühmt, da wartet man sehr lange, weil sich das staut wegen einer Ampel. Und wir warten halt so, weil wir den Kreisverkehr entlang fahren wollen und einer fährt einfach in die Gegenbahn rein, schneidet mich und fährt vor mir rein. Und ich halt aus Reflex habe halt gehupt. Dann ist der Typ aus dem Auto ausgestiegen und fängt an, obwohl hinten meine Kinder sitzen, fängt er an meine Scheibe zu donnern. Aber richtig. Ich habe nur zu ihm gesagt, weil die Kinder da waren, ich so: „Hey, bitte beruhig dich, geh wieder zurück in dein Auto.“ Der hat nicht gehört, der hat die weiter an die Scheibe gehämmert, Kraftausdrücke, hat gesagt: „Komm raus, komm raus.“ Die Kinder weinen hinten und Gott sei Dank waren dort ein paar Bauarbeiter, die haben den Typen dann weggezogen. Das ist so einer der Sachen, es passiert momentan in der Türkei sehr viel. Mich sprechen auch Leute darauf an. Ja, war's früher so? Vielleicht, aber ich habe es jetzt nicht so mitbekommen. Das Problem ist einfach, Leute, die Inflation in der Türkei ist momentan wirklich sehr hoch. Den Leuten geht's finanziell nicht gut, und das macht die Leute einfach aggressiv. Trotzdem ist es kein Grund, aus dem Auto auszusteigen und jemanden, gegen die Scheibe zu hämmern. Und das ist ja noch etwas, was man klein einstufen kann, weil ich bekomme so andere Sachen mit. Es gibt ja Nachrichten und so kannst du dir alles anschauen und so Instagram-Seiten, die Nachrichten machen. Da gibt's auch noch ganz andere Sachen. Da werden Leute erschossen. Also, ja, ist egal. Das waren eben die 2 negativen Sachen, die mir in der Türkei passiert sind. Weitere negative Sachen sind, wenn du Deutsch-Türke bist oder Deutsch-Deutsch in der Türkei bist, da versucht dich jeder abzuziehen. So hat man das Gefühl. Also, ich habe das bei Handwerkern und allem Möglichen gemerkt, die geben dir dann höhere Preise. Sorry, aber ich habe dann gemerkt, in der Türkei versucht eigentlich jeder jeden zu verarschen. Also, es hat auch was damit zu tun, dass du aus dem Ausland kommst, aber die versuchen das bei den Einheimischen auch. Also, die denken sich: „Ja, wenn ich von dem jetzt 100, 200 mehr abkassieren kann, dann, mache ich das halt. Ich probiere es einfach.“ Weil ich wurde bei vielen Sachen verarscht. Also, ich hatte den Unfall mit dem Quad zum Beispiel. Ich wusste damals nicht, wie das abläuft mit Versicherung und halt, dass das repariert wird. Der Typ hat mich voll abgezogen beim Reparieren. Dann hast du das sein lassen und es sind mehrere Sachen. Ja, es gibt ein paar Sachen, aber das waren jetzt die 2, die mich am meisten getroffen haben. Die Krankenhausgeschichte und mit dem, Idioten, der an die Scheibe gehämmert hat. Positive Sachen möchte ich jetzt natürlich auch sagen, nicht, dass dann alle sagen: „Hey Sinan, du erzählst immer nur schlecht aus der Türkei.“ Leute, die Menschen dort, die guten Menschen, das ist, ich kann es nicht beschreiben. Ich sage es mal so, das letzte Mal, wo wir in der Türkei waren, haben wir Leute kennengelernt, in unserer Siedlung. Ähm, du du befreundest dich so schnell mit den Leuten. Es ist gleich so eine Sympathie da, so eine Warmherzigkeit da. Das ist so, als würdest du die Leute schon seit Jahren kennen. Und das hast du nirgendswo. Also, ich habe das bisher nie in Deutschland erlebt, ich habe es auch nicht in den USA erlebt. Irgendwie ist es nur in den, ja, ich sage mal, Ländern, wo schöneres Wetter ist, ja, südlich gesehen. Also, wir waren jetzt auch schon oft in Italien und sowas, aber ne, also Türkei kann man echt nicht vergleichen.
Wie gesagt, sowas ist schön gewesen. Dann halt, du kennst die Leute nach der Zeit. Du kennst den Bäcker nach einer Zeit. Du kennst seinen Namen, er kennt deinen Namen, er fragt, wie es den Kindern geht. Also, es sind so Kleinigkeiten, die das Leben einfach dort schön machen. Es gibt negative und es gibt positive Seiten. Ich schaue jetzt mal durch, ob es irgendwas noch was Interessantes gibt. Also, ich werde jetzt noch Videos dann speziell dazu machen. Ich mache jetzt so ein bisschen schnelleren Durchlauf, halt jetzt dann USA, Türkei wieder und dann Deutschland und sowas. Dann werde ich spezifisch noch mal auf Themen also Themen bearbeiten, Videos dazu machen. Auch wenn ihr wollt, dass ich zu irgendwas ein Video mache, schreibt es in die Kommentare. Ja, was soll ich sagen? Ja, lustig war auch noch, mein Schwiegervater ist ja komplett Deutscher, der Manni. Und das war so lustig. Das erste Mal, wo wir in der Türkei waren, war er, jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube irgendwas mit 82, 83 Jahre alt. Und ich musste mit ihm zum Asylheim, also Asylheim sage ich schon, zum Ausländermeldeamt musste ich mit ihm fahren. Es war mal lustig, dass ich einen Deutschen zu so einer Behörde gefahren habe, zu Göç İdaresi, damit er halt ein Visum und so bekommt. Da gibt es auch noch eine lustige Story. Ich erzähle mal die Kurzform. Ähm, Wir haben damals, wo wir neu 2019 in die Türkei gekommen sind, haben wir gesagt, wir fahren mal zu den griechischen Inseln rüber. Und wir haben das total vergessen, dass meine Tochter ja deutsche Staatsbürgerin ist, aber wir für sie noch keine Mavi-Card geholt haben. Das heißt, sie durfte eigentlich nur 3 Monate in der Türkei bleiben. Und als dann 5, 6 Monate waren, sind wir halt auf die griechischen Inseln. Ähm, Und bevor wir halt in das Boot, in die Fähre steigen konnten, hat uns die Polizei aufgehalten und hat gesagt, kommt mal mit. Wir so, war was los? Die so, ja, eure Tochter. Da durften wir, ich glaube, 1500 $ Strafe bezahlen oder sowas. Das war Wahnsinn. Ja, also sowas ist auch wichtig, Visum und solche Geschichten. Aber da kann ich mal ein Video dazu machen, das, was ich weiß. Jetzt schaue ich mal weiter. Wie gesagt, Umbauarbeiten im Haus haben wir gemacht. Wir haben ein paar Winter verbracht in Urla. Urla ist der Winter eher, also Schnee haben wir jetzt nicht gesehen, nur mal ein paar Schneeflocken, aber sonst ist es meistens nur, ja, windig und es regnet, aber ansonsten ist nichts, ja. Wie gesagt, Weihnachten gefeiert. 2021 ist dann unser Sohn zur Welt gekommen. Ähm, Das war auch ein Erlebnis. Damit es was Spezielles wird, haben wir, glaube ich, einer der besten Krankenhäuser in Izmir damals halt ein Zimmer gebucht. Das war eine Privatklinik, werde ich euch auch mal Fotos reintun. Und das war eigentlich kein schönes Erlebnis. Also wir haben viel Geld bezahlt. Ich glaube, die Geburt insgesamt mit Arzt, Krankenhaus und sowas hat uns, glaube ich, 4.000 € gekostet. Und ja, am Endeffekt war es so, meine Frau wollte dann freiwillig früher gehen, obwohl sie gerade ein Kind mit Kaiserschnitt auf die Welt bekommen hatte. Das das war 'n Schickimicki Krankenhaus. Die Schwestern dorten hatten Röcke an, Stöckelschuhe, geschminkt bis zum geht nicht mehr, aber es hat nichts mehr mit Schwestern zu tun gehabt. Es war einfach nur so Show, mehr war's nicht. Und als dann der Frauenarzt ist dann zur Kontrolle gekommen, da kann ich mich sehr gut erinnern an die Situation. Der Frauenarzt ist zur Kontrolle gekommen, hat dann halt gemeint zu der Schwester: „Hey, bringt's mir mal so einen Wagen, ich brauche ein paar Sachen halt, so Binden oder irgendwas halt zum Saubermachen und so.“ Dann hat sie 'n Wagen hergeschoben, der war leer. Da war nichts drin. Da musste der Frauenarzt runter zum Auto gehen und aus dem Auto Sachen holen, weil die Station grad nichts da hatte. Vielleicht hatten sie auch was da, aber, ähm, ja, keine Ahnung, was das Problem war. Auch als meine Frau gesagt hat, sie hat Schmerzen in der Nacht irgendwann, dann habe ich gesagt zu der Schwester: „Hey, sie hat Schmerzen, sie braucht Schmerzmittel“ oder was weiß ich.
Dann hieß es, ja, sie hatte vor 4 Stunden schon, sie muss noch 2 Stunden warten. Ich so: „Hey, sie hat Schmerzen, dann holt's einen Arzt oder irgend“, und das in einer Privatklinik. Also, ja, aber wahrscheinlich besser als in 'nem öffentlichen Krankenhaus, aber das kann man in der Türkei auch nicht sagen, weil jedes Krankenhaus, hat dann wieder 'ne andere Geschichte. Also, es gibt gute öffentliche Krankenhäuser und es gibt auch schlechte. Kann ich auch 'ne Story erzählen. Unser Sohn war erst 2 Wochen alt. Ja, ich glaube 1,5, 2 Wochen alt. Und irgendwas war, also, er hat nichts gegessen oder was weiß ich. Da sind wir in das, weil es bei uns in der Nähe war, ins staatliche Krankenhaus gegangen. Da wollten sie meinen Sohn nicht behandeln, weil er noch keinen Ausweis hatte. Ich habe zu den Leuten gesagt: „Hey, wir kommen aus Deutschland, wir haben 'n deutschen Pass.“ Das konnten wir, also, das ging noch nicht so schnell, dass mein Sohn seinen deutschen Pass bekommen hat. Und die Mavi-Card bekomme ich erst, wenn er, zuerst Deutscher wird. Also, das ist so 'n System, das, erkläre ich euch auch irgendwann mal. Die haben den nicht behandelt. Also, wir sind da rumgelaufen und was weiß ich, irgendwann habe ich im Krankenhaus rumgeschrien, habe gesagt: „Ich auf euch“, und also, ich bin ausgeflippt, weil du hast deinen Sohn im Arm, der 2 Wochen alt ist und dem geht's nicht gut. Ich habe zu meiner Frau gesagt: „Hey, scheiß drauf“, und steig ins Auto, und wir sind direkt nach Izmir gefahren in ein privates Krankenhaus, da wo er zur Welt gekommen ist. Äh, und da wurde dann alles erledigt. Also, es sind auch so Situationen, wo man sich denkt, warum, ich sage ja, es gibt so Situationen, da ist es schön, in der Türkei zu sein. Du liebst es, du denkst nicht mal dran, irgendwo anders hinzugehen, und dann passieren halt solche Sachen, wo du dir denkst so: „Was mache ich hier überhaupt?“ Ja, machen wir mal weiter. Also, wie gesagt, was haben wir hier noch so? Genau, irgendwann war's dann so, die 2 Jahre sind abgelaufen, dass wir das Auto, mitnehmen durften aus Deutschland. Wir haben's dann so gemacht, ich habe es meinem Vater verkauft, also überschrieben. Wir haben dann irgendwas an mussten einmal rein und rausfahren in der Grenze, irgendwas war da. Er hat dann das Auto mitgenommen zurück nach Deutschland, dass ich nicht zurückfahren muss. Und wir haben uns halt 'n Auto in der Türkei gekauft. Auto in der Türkei kaufen, ja, also vergleichst die Preise zwischen Deutschland und Türkei, da zahlst du für 'n Auto wahrscheinlich 3 oder viermal so viel, was es hier in Deutschland kosten würde. Das heißt, wenn ihr wirklich mal in der Türkei unterwegs seid und ihr seht 'n Ferrari oder 'n Lambo oder keine Ahnung, dann hat der wahrscheinlich wirklich Geld, weil das Auto kostet dann wahrscheinlich das Vierfache, was es hier in Deutschland kosten würde. Und wir haben auch damals dann, glaube ich, also ich habe mal nachgeschaut, wir haben uns 'n Mercedes Vito gekauft gehabt. Der hätte, glaube ich, damals in Deutschland, ich glaube, 15.000 gekostet. Wir haben 35 oder sowas bezahlt. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war halt, viel mehr als, in Deutschland. Also, sowas muss euch auch bewusst sein. Autos kaufen in der Türkei, genau wie Handys, Elektroniksachen sind teurer. Das kann ich auch, wo ich habe ja gesagt, ich habe im Hobby Holz angefangen. Ich habe, meistens es so gemacht, dass ich wusste, wenn meine Eltern aus Deutschland kommen, dass ich gesagt habe: „Hey Papa, bring mir mal die Kreissäge mit, bring mir mal den Akkuschrauber mit.“ Aber wenn ich's halt schnell gebraucht habe, habe ich's trotzdem in der Türkei gekauft, weil Türkei ist einfach teuer, was Elektronik angeht, Autos, solche Geschichten. Dann gehe ich mal weiter. Wir haben dann, also von dem Haus, was wir gekauft haben, von dem Herrn, dem seine Tochter und der Ehemann, die wurden dann unsere besten Freunde dorten. Mit denen sind wir wirklich viel abgehangen, und ja, die wurden dann unsere Best Friends. Zu denen komme ich noch, weil die sind die Übeltäter von allen, aber gut gemeint. Ja, ich schaue gerade hier so, was wir gemacht haben. Ich habe dann, was mir auch passiert ist, ich habe Hunde aus dem Tierheim, mir dann geholt. Ich wusste damals nicht, also, ich war ja auch neu in der Türkei, dass es dort noch die, oh, wie heißt die Krankheit für Hunde? Also, Gençlik Hastalığı heißt es auf Türkisch.
es ist so die Hundeseuche oder sowas und die meisten Welpen sterben dort an der Krankheit. Ich habe mir dann 2 Hunde geholt und ich wusste das nicht und die waren schon krank. Ich habe alles Mögliche probiert, aber ich konnte die leider nicht retten. Das war dann so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe: „Okay, erstmal. Also, wir hatten ja schon einen Hund und eine Katze. Gott sei Dank waren die schon geimpft und alles und wurden dann nicht krank. Ich habe die dann trotzdem separat, gehalten. Ich musste dann leider wirklich für die 2 Hunde, weil ich wollte ja auch nicht, dass vielleicht, doch mein Hund krank wird oder so. Ich habe dann im Garten so eine Abzäunung gemacht, wo die dann bleiben konnten. Ich habe wenn mein Hund dann habe ich meinen Hund ins Haus geholt, habe die dann im Garten rumlaufen lassen. Also, wir haben da irgend so 'n Ding gefunden. Wir haben's 'n paar Wochen probiert, aber die haben's nicht geschafft, leider. Aber ich habe weiterhin dann mit meiner Frau zusammen wir waren oft im Barenak, also im Tierheim, haben dort immer Futter hingebracht, bisschen was gespendet und so was. Also, Tiere sind für uns, sehr wichtig in unserem Leben, obwohl wir momentan sowieso in Trauer sind, weil unsere Katze damals haben wir in der Türkei verloren. 2023 mussten wir sie einschläfern, weil die war auch schon, ich glaube, 16 Jahre alt oder so war die. Bei der haben die Lungen nicht mehr mitgemacht. Die Lungen. Und meinen deutschen Schäferhund, den ich seit 15 Jahren hatte, der Can, den haben wir jetzt vor einem Monat einschläfern müssen, weil er konnte nicht mehr gehen, gar nichts. Der konnte auch nichts mehr unten rumhalten. Ja, aber momentan keine Haustiere. Dann schaue ich mal weiter. Wie gesagt, Corona haben wir alle überstanden. Wir waren die Überlebenden. Schade war's, dass der erste Geburtstag meiner Tochter haben wir dann alleine verbracht. Wie gesagt, dann haben wir einfach so vor uns hergelebt. Wir haben unser Leben genossen, genießt, genossen, ja. Haben hier und da mal was gemacht, waren viel draußen essen, waren in der Stadt, sind ab und zu mal nach Istanbul, wenn wir konnten, weil so viel in der Türkei jetzt rumreisen konnten wir nicht, weil wir meinen Schwiegervater da hatten, der, pflegebedürftig war. Wir haben halt ab und zu mal jemanden geholt, eingestellt, der sich ein paar Tage um die gekümmert hat, weil wir zum Beispiel wir sind zweimal nach Deutschland gekommen in der Zeit. Einmal war es die Hochzeit von meinem Bruder und einmal war es, ich weiß es nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich schaue jetzt kurz mal weiter. Happy Life, Happy Life, Happy Life. Genau. Ich glaube, ich komme schon so langsam zum Schluss, weil das Video wird nämlich auch schon lang. Ich versuche noch ein paar Videos und so Bilder, reinzutun. Also, ich werde die Türkei-Geschichte noch, ausführlicher machen, aber bestimmte Themen, spezielle Videos dazu, weil Entschuldigung, sonst wird das alles nämlich zu viel. Genau, dann komme ich einfach zum Punkt dann. Also, 2022 war das. Wir haben halt gemerkt, nach Corona und sowas, Türkei wurde so immer ein bisschen teurer. Woran haben wir es gemerkt? Der Wocheneinkauf, der uns damals 30, 40 € gekostet hat, hat uns auf einmal 100 € gekostet. Der Kindergarten von unserer Tochter, der, ich glaube, damals 100 € gekostet hat, war dann 200 €. Meine Tochter ging damals auch in Therapie, weil sie Anzeichen von Autismus hatte. Die Therapie hat uns damals im Monat 400 € gekostet und irgendwann wollten die 800 €. Also, es ging alles so entweder das Doppelte oder Dreifache. Oder wir haben immer bei LC Waikiki, Klamotten für unsere Tochter und so gekauft. Ein T-Shirt, was früher 3 € gekostet hat, hat auf einmal 10 € oder 15 € gekostet. Also, es wird immer teurer. Und die Freunde, von denen ich erzählt habe, wo wir denen die Schuld geben, aber natürlich nicht, die hatte immer schon so im Kopf: „Ich will weg aus der Türkei, ich will weg aus der Türkei.“ Und wir haben halt anfangs zu mir gesagt: „Hey, schau mal, die Leute wir sind in die Türkei gekommen, du lebst in einem schönen Land, was willst du draußen? Bleib da, wo du bist.“ Weil es war so, sie war Lehrerin an der Privatschule und er hatte so was wie eine Werkstatt, im Gewerbegebiet von Urla. Also, schlecht verdient haben die jetzt nicht.
Sie hat gemeint: „Nein, es geht um die Zukunft von meinem Sohn.“ Ich dachte mir: „Okay, du bist Lehrerin. Ist es so schlimm hier in der Türkei?“ Sie will auswandern. Und wir dachten halt, es ist immer 'n Witz, weil er wollte nie. Und irgendwann saßen die da und haben gesagt: „Hey, wir haben 'ne Möglichkeit gefunden, wie wir nach Kanada auswandern können.“ Und an dem Abend saßen wir halt da, haben bloß 'n bisschen Späße und so was gemacht und dann sind die weggefahren und dann meine Frau hat dann gesagt: „Hey, wir sind jetzt schon seit 3 Jahren da. Denkst du eigentlich, wir könnten in die USA? Weil das hatten wir doch schon immer im Kopf.“ Dann dachte ich mir so: „Keine Ahnung, willst du denn weg?“ Sie so: „Ja, schau mal, wie sich das grad entwickelt. Vielleicht ist es wirklich gut, was unsere Freundin gesagt hat und wir sollten mal schauen, weil unsere Tochter wird auch älter, ob wir vielleicht ins Ausland gehen.“ Und ich dachte mir so: „Ja, schauen wir halt nach.“ Für uns kam dann nur das E2-Visum in Frage, das Investorenvisum, weil was anderes ging nicht. Wir haben zwar bei der Green Card Lotterie mitgemacht, aber wir haben nie gewonnen. Entschuldigung. Und dann war es so: „Ja, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht?“ Dann saßen wir wirklich da, haben Pro und Kontraliste gemacht, hin und her überlegt, weil einerseits sitzt du da und denkst dir: „Hey, du bist in der Türkei grade, du hast 'n Haus, du hast 'n Laden, dir geht's finanziell eigentlich gut. Was willst 'n du mehr? Bleib doch einfach sitzen und halt die Klappe sozusagen.“ Aber ich weiß auch nicht, was uns geritten hat, muss ich ehrlich sagen. Wir haben dann gesagt: „Okay, dann lass uns mal 'n bisschen erkundigen.“ Wir haben dann mit Leuten aus Amerika geredet. Wir haben dann, so 'n Consulting-Firma, mit jemandem gesprochen, Anwältin gesprochen und ja, dann haben wir gesagt: „Machen wir's.“ Das Problem war halt eigentlich nur und das war einer der Fehler, wo ich mir wieder in den Hintern beiße im Nachhinein ist: Du brauchst Geld fürs Investment. Es steht zwar kein fester Preis da, was du investieren musst für das E2-Visum, aber du musst roundabout 100.000 Dollar und aufwärts investieren. Und ich werde noch 'n Video zu dem E2-Visum machen, weil das ist 'n bisschen ja, es gibt viele Videos dazu, es gibt viele Leute, die reden Schmarrn, es gibt viele Leute, die erzählen's nicht ganz. Also, ich werde da, glaube ich, mal ein sehr, sehr langes Video zu der, E2-Geschichte machen. Aber im Endeffekt war's so, wir haben dann wirklich ich weiß jetzt nicht, ob's schlau war, ob's dumm war. Wenn man so zurückdenkt, war's eigentlich dumm, aber es war 'ne Erfahrung fürs Leben. Wir haben uns dann wirklich darauf vorbereitet, 2022, dass wir weil es dauert 'n bisschen länger, dass wir 2023, also innerhalb von einem Jahr wieder weiter auswandern und das in die USA. Und wie es dazu gekommen ist dann und wie wir alles gemacht haben, würde jetzt den Rahmen sprengen. Wir sind jetzt schon fast bei 'ner halben Stunde. Das mache ich dann nächste Woche bei 'nem neuen Video. Also, kommentiert gerne, liked mein Video, teilt es und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wo ich euch dann erzähle, wie wir überhaupt auf Amerika gekommen sind und wie wir es überhaupt geschafft haben, nach Amerika auszuwandern. Also, bleibt dran, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.